Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode des Abenteuers Der Trojanische Krieg. Ja, und in unserer 5. Episode gründen wir unsere letzte Kolonie, nämlich Tenedos. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Kalchas, der Seher, hatte Folgendes zu sagen. Um Troja zu erobern, braucht ihr die Hilfe des Helden Achill. Achill war einst Feuer und Flamme für den Krieg, aber Agamemnon hat ihn irgendwie vor den Kopf gestoßen. Helden können ja solche Mimosen sein. Ihr müsst ihn sanft überreden, ins Schlachtgetümmel zurückzukehren. Vielleicht helfen euch die Götter, Achill zum Kämpfen zu bewegen. Während sie versuchen, Achill zum Kämpfen zu bewegen, sollten sie Tenedos zu einer starken Militärbasis ausbauen, die ihnen helfen wird, Troja zu erobern. Da es hier keine natürlichen Ressourcen gibt, müssen sie sich darauf verlassen, dass andere die benötigten Waren liefern. Sie können jederzeit Freunde um den nötigen Nachschub bitten und natürlich können sie ihre Rivalen überfallen und ausplündern. Logischerweise wird Troja nicht untätig zusehen, wie sie eine militärische Hochburg in seinem Hinterhof bauen. Die Trojaner bitten vielleicht Hektor, den großen Sohn der Stadt, ihnen Ärger zu machen. Und natürlich ist der große, starke Hektor auch ein Liebling der Aphrodite. Ja, auch hier wird der Rest wieder mal nicht vorgelesen. Vergessen Sie nicht, dass Kalchas prophezeite, dass viele Männer alt und grau sein würden, wenn sie nach Hause zurückkehren. Der Bau einer Militäranlage, die Troja herausfordern kann, wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Gut. Nochmal ein kleiner Hinweis. Diese Kolonie-Episode trägt den Titel Der Krieger Achill, den wir auch rufen müssen, um ein Ungeheuer niederzustrecken. Das wird Hektor sein, der trojanische Krieger, der uns überfallen wird. Wir müssen aber auch Lyrnessos regieren und wir brauchen die Unterstützung von 32 Hopliten oder besser. Ein Quest ist zu erfüllen und wir müssen Cyme regieren. Ja, für diese letzte Kolonie-Episode haben wir wirklich noch einiges zu tun. Ja, wie das Intro schon sagte, wird uns das Land nicht viel zu bieten haben. Deswegen schauen wir uns auch mal direkt die Karte an. Obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht noch kurz die Minimap an. Wir haben hier im Westen die Küstenlinie. Ja, und sehr breite Sandbänke, die wir nicht nutzen können, aber sie sind begehbar, sodass wir hier wahrscheinlich Verbindungen herstellen können. Ja, bis hier im Norden haben wir die Küstenlinie. Gehen wir jetzt Richtung Osten, haben wir hier den Weg. Und hier beginnt ein Plateau, was recht groß ist, je weiter wir nach Osten kommen, was allerdings hier durch einen Graben einmal unterteilt wird. Was natürlich sehr schade ist. Okay, ja, und dann gehen wir wieder Richtung Westen. Haben wir hier den Immigrationspunkt. Ja, und hier haben wir direkt vor der Küste gelagert auch noch eine recht große Landmasse, die wir besiedeln können. Gut, schauen wir mal, was wir produzieren können. Das wird wahrscheinlich nicht so viel sein. Das wurde uns ja schon prognostiziert. Bei Landwirtschaft haben wir nichts. Und bei Gewerbe haben wir nur Werkstätten, und zwar das Bildhaueratelier, die Olivenpresse und die Kälterei. Bei Vertrieb haben wir alle Bauoptionen, genauso wie bei Gesundheit und Sicherheit. Bei Verwaltung haben wir auch alle Möglichkeiten, sowie bei der Kultur. Bei der Mythologie können wir die Laube der Athene und die Schmiede des Hephaistos errichten. Ja, und beim Militär haben wir alle Befestigungsmöglichkeiten und bei den Militärwerkstätten können wir Therimenhafen, Waffenschmiede und auch den Pferdehof errichten. Bei den Verschönerungen haben wir alle Möglichkeiten. Wir können Prachtstraßen und Alleen bauen, das ist schön. Und bei den Erholungsgebieten können wir Bank, Heckenlabyrinth und den Fischteich bauen. Ja, wie gesagt, wir können nur Skulpturen, Olivenöl und Wein herstellen. Die Rohstoffe dafür müssen wir importieren. Wir müssen also tatsächlich alles entsprechend handeln. Wir können nichts selber produzieren an Rohstoffen. Allerdings haben wir ja noch die beiden Heiligtümer. Bei Hephaistos hätten wir unser Kupfer, was wir abbauen können, und bei Athene natürlich die Oliven. Und beide
Heiligtümer sollten wir auch so schnell wie möglich bauen. Gut, ja, genug der Rede. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Bau unseres ersten Wohngebietes. Ja, wir haben jetzt hier auf dieser unteren Ebene an der Küste unser erstes Wohngebiet für die Arbeiter aufgebaut, haben direkt hier am Immigrationspunkt schon eine Fläche reserviert für unseren späteren Stadtpalast. Ja, und den Weg haben wir hier belassen. Und hier der Stichweg, der führt hier auf das Plateau, weil hier werden wir dann das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen etablieren. Ja, und nach hier raus haben wir jede Menge Platz, um unsere Heiligtümer, Gewerbestätten und auch Handelsposten zu bauen. Wir werden mal den Pausenmodus jetzt aufheben. Und wir kriegen auch schon direkt die Mitteilung, dass Pergamon Tribut zahlen will. Das Jahr hat gerade begonnen, aber wir haben noch gar keine Warenlager. Okay, die Skulpturen können wir jetzt nicht annehmen, aber wir können unsere Tribute in Form von Drachmen annehmen. Das ist sehr gut. Wir haben ja in der letzten Episode einige unserer Rivalen besiegt. Ja, und jetzt brauchen wir Mitarbeiter, das weiß ich. Wir gehen nochmal schnell hier bei Gewerbe und werden die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch stellen und gehen nochmal kurz auf die Weltkarte. Tenedos ist hier an der Küste von Kleinasien in unmittelbarer Nähe zur Stadt Troja. Troja ist unser Rivale, so wie Lyrnessos. Ansonsten haben wir hier in Kleinasien ja schon viele Rivalen in der letzten Episode erobert. Die sind jetzt unsere Vasallen. Äthiopien kauft Wolle, Olivenöl und Wein und verkauft uns Marmor, gibt uns Drachmen als Tribut. Milet kauft Wein, verkauft uns Weizen, Bronze und Rüstungen und gibt uns auch Drachmen als Tribut. Zyme kauft Wolle, verkauft Holz, Bronze und Skulpturen und gibt uns auch Skulpturen als Tribut. Ja, Askania ist auch unser Vasall, handelt aber nicht mit uns, zahlt uns aber auch Drachmen als Tribut. Dann haben wir unsere Kolonie Pergamon, kauft Trauben und Oliven, verkauft uns Rüstung und Skulpturen und gibt uns auch Skulpturen als Tribut. Ja, und dann haben wir unsere Verbündeten, Lemnos, kauft Holz und verkauft Fisch. Unsere Heimatstadt Aulis kauft Rüstungen, verkauft Weizen, Trauben und Oliven. Salamis kauft Holz und Wolle, verkauft Fisch und Olivenöl. Mykene kauft Wolle und verkauft Trauben und Wein. Argos kauft Marmor und Rüstung und verkauft uns Käse und Olivenöl. Ja, und Sparta kauft Holz, verkauft Marmor, Wolle und Rüstungen. Ja, und unser Handelspartner Ithaka ist seit der letzten Episode nicht mehr unser Handelspartner. Nachdem Odysseus ja lange Zeit verschwunden ist und seine arme Frau Penelope alle Freier vom Hals halten muss. Deswegen leider kein Handel mehr mit Ithaka. Ja, wir können Olivenöl, Wein und Rüstung herstellen, können wir auch gut verkaufen. Ja, und wie gesagt, die Rohstoffe müssen wir einkaufen und vor allem müssen wir Nahrungsmittel einkaufen. Ja, als erstes müssen wir natürlich Silos und Warenlager bauen. Im letzten Abenteuer habe ich erst festgestellt, dass natürlich die Waren, die wir in der vorherigen Episode für unsere Kolonie gesammelt haben, natürlich jetzt uns auch zur Verfügung gestellt werden. Also brauchen wir definitiv hier ein Silo und auch Warenlager. Wir kriegen ja doch einiges, nämlich Olivenöl und auch Wolle. Ja, dann ziehen wir den Weg hier weiter. Dann hier noch entsprechend die Warenlager. Und dann brauchen wir einen Architekten definitiv und natürlich Sperren. So, dieses Warenlager hier kann die Rüstungen annehmen und das Holz, was wir noch bekommen.
Ja, und wir kriegen ja relativ viel Weizen, 64 Garben. Dann können wir hier das Warenlager noch für Weizen freischalten. Gut. Ja, und dann sollten wir aber auch direkt eine Klinik bauen. Und ich errichte auch schon den Lebensmittelhändler. Wie gesagt, wir kriegen ja gleich die Waren von unserer Heimatstadt. Ja, und wir haben auch schon mittlerweile 100 Personen in unserer kleinen Kolonie. Gut, wir brauchen jetzt die Piere. Wir fangen an mit dem Pier unserer Heimatstadt Aulis, weil da können wir Trauben und auch Oliven einkaufen. So, das müssen wir jetzt irgendwie verbinden hier. Da gehen wir mit dem Weg so hoch. So, das passt so ganz gut. Dann gucken wir noch mal kurz. Also Äthiopien kauft Olivenöl und Wein und verkauft uns Marmor. Das ist ganz wichtig. Und auch Milet kauft Wein. Da können wir die Bronze einkaufen. Das ist sehr gut. Dann bauen wir noch diese beiden Piere. Milet passt hier hin. Und Äthiopien passt hier hin. Ah, sehr schön. Dann führen wir den Weg jetzt so. Und dann brauchen wir noch einen Architekten hier. Den bauen wir hier hin. Und hier kommt eine Sperre hin. So, und da kommen auch schon unsere Waren von Aulis. Die 64 Weizengarben, 12 Rüstungen. Der Rest kommt gleich. So, dann kaufen wir schon mal Trauben und auch Oliven ein. Weizen müssen wir jetzt noch nicht einkaufen. Da haben wir erstmal noch genug. Gut, und wir verkaufen den Wein. Hier können wir den Wein verkaufen. Und das Olivenöl. So, und natürlich Marmor einkaufen. Ich möchte jetzt so schnell wie möglich das erste Heiligtum bauen. Das wäre nämlich die Schmiede des Hephaistos. Die brauchen wir nämlich für unseren Helden Achill und wir brauchen 13 Marmorplatten. Okay. 12 Marmorplatten können wir einkaufen. Dann fragen wir Äthiopien, ob sie uns Marmor geben könnte. Ja, wunderbar. Dafür brauchen wir weitere Warenlager. Hier. Einmal für den Marmor. Und wir brauchen noch ein Warenlager natürlich für Wein. So, wir können auch jetzt die Wolle annehmen, 32 Stränge und die 16 Olivenölkrüge und die 16 Holzbretter. So, da haben wir alle Waren. Wunderbar. So, dieses Silo kann jetzt den Weizen fordern. Ja, und da entwickeln sich auch schon unsere Wohngebiete weiter. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh ja, wir brauchen jede Menge Arbeiter. Stellen wir mal das Lohnniveau auf hoch. Ja, und da werden auch schon unsere Oliven und unsere Trauben eingekauft. Und der Marmor wird eingekauft. Ah, das läuft doch wunderbar. Wir sollten uns auch echt beeilen, weil Troja wird nicht lange warten, um uns anzugreifen. Und die feindseligen Götter warten auch schon darauf, uns zu drangsalieren. Dann können wir direkt auch schon den Wollhändler hier auf der Agora aufbauen. Ja, und ich glaube, wir werden diesen Loop hier so bauen. Dann geht das ein bisschen schneller. So, wir brauchen auch noch ein Warenlager für Skulpturen. Das kann hier hin. Die kriegen wir nämlich ja
nächstes Jahr. Und wir kriegen noch 6 Marmorplatten von Äthiopien. Das ist sehr nett. Ja, der Wollhändler ist zwar nett, aber die brauchen ja erstmal Kultur, stelle ich fest. Okay. Und mittlerweile schon 500 Personen in Tenedos. So, dann bauen wir das Gymnasium schon mal auf. Das kann hier hin. Gymnasium bitte. So, da muss hier noch eine Sperre hin. So, ja, und dann haben wir jetzt hier unsere Rohstoffe, die wir hier schon groß einkaufen, aber noch gar nicht verbrauchen. Dann bauen wir hier unsere Werkstätten auf. Da baue ich hier einen Loop. Und zwar 2 Olivenpressen und 2 Kältereien. Das reicht erstmal. So, dann können wir das so bauen. Da war gerade eine Nachricht. Wahrscheinlich fehlen uns Mitarbeiter. So, und dann kann der Architekt hier hin. Hier sollten wir auch eine Sperre noch bauen. Ja, das läuft doch gut. Ach so, hier eine Nachricht. Ja, wir benötigen Mitarbeiter, klar. So, mittlerweile haben wir schon 18 Marmorplatten. Wir können anfangen, das Heiligtum des Hephaistos zu bauen. Das würde ich gerne hier hinbauen. Dafür würde ich mal den Weg hier erstmal wegnehmen und gucken, wie wir es platzieren können. Ja, wir müssen es drehen auf jeden Fall. Ja. Aber wir könnten eigentlich es so bauen, oder? Dann bauen wir es so. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig oder verkehrt rum ist auch egal. So, dann brauchen wir die Kunsthandwerkergilde. Die kann jetzt erstmal hier hin. So, und dann kann fleißig gebaut werden hier. Ja, das passt ganz gut dafür mit dem Weg nachher hier so vorbei. Ah, das haben wir gut platziert. So, und hier können wir mit dem Weg so rum. Ja, das passt doch ganz gut. Ja, da wird auch schon fleißig gebaut. Wunderbar. Was brauchen wir nochmal? 40 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Naja, Holz brauchen wir dann gar nicht einzukaufen, das haben wir ja. So, wir können mal das Lohnniveau wieder auf normal stellen. So, und dann bauen wir noch mal hier eine Olivenpresse und auch eine Kälterei. Oh, Lyrenessos respektiert uns, das ist ja nett. Haben wir da erstmal nichts zu erwarten. Geliebtes sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, wir haben 1000 Einwohner schon in unserer Kolonie und Athene macht Werbung für ihr Heiligtum. Natürlich müssen wir das auch bauen, denn Athene schützt unsere Stadt. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Oh, das war ein bisschen sehr früh hier mit meiner Entwicklung. Bauen wir nochmal hier Olivenpressen und Kältereien. So. Ja, wir brauchen ja gleich noch Mitarbeiter für unser Heiligtum. Ja, aber wir können ja schon mal einen Stadtpalast bauen. Ich habe hier extra hier vorbereitet. Wunderbar. Natürlich brauchen wir hier einen Architekten. Der kann hier hin. Hier hin. Auch hier sollten wir nicht vergessen, eine Sperre zu bauen. So, und wir brauchen natürlich das Steuerbüro. Oh, wir kriegen wieder unsere Tribute. Jetzt können wir sie tatsächlich annehmen. Wunderbar. Und auch das Geld. So, dann kommt hier das Steuerbüro hin. Sehr gut. So, dann sieht das ein bisschen besser aus. Naja, nicht wirklich.
Ja, komm, eine Olivenpresse bauen wir noch, weil Olivenpressen brauchen wir eigentlich relativ viel. Weil wir ja auch unser Olivenöl für die Stadt brauchen. Ja, und das habe ich befürchtet. Troja beginnt eine Invasion in 2 Monaten. Und da werden wir uns erstmal noch freikaufen. Ich brauche Marmor. Äthiopien. Ah, können wir nochmal fordern. Das ist doch nett. So, und dann kriegst du von uns ein mittleres Geschenk Wolle. Und dann kaufen wir die Wolle auch bis bald ein. So, hier baue ich auch nochmal einen Architekten auf. Dann gucken wir nochmal kurz nach den Gefahren. Das ist aber gut. Ja, und hier auch. Passt. Ja, 1 Monat haben wir noch. Oh, und Aulis schenkt uns Drachmen. Dankeschön. So, ich wollte aber die Steuern mal auf hoch setzen. Wir brauchen weiterhin Geld. Wir verkaufen ja jetzt im Moment nicht ganz so viel hier. Und es ist soweit. Troja beginnt die Invasion. Wir können uns mit 1125 Drachmen freikaufen. Das tun wir natürlich. Und Äthiopien gewährt uns nochmal 6 Marmorplatten. Ja, wir haben die Investoren bestochen. Gut, ja, mit einer gut gefüllten Stadtkasse ist das nicht schlecht. So, jetzt sollten wir aber auch allmählich Nahrungsmittel wieder einkaufen. Hier, Aulis verkauft uns ja auch Weizen. Den kaufen wir natürlich ein. Na ja, gut, wir haben noch Arbeitslose. Wir bauen doch noch eine zweite Kunsthandwerkergilde, damit hier der Bau etwas schneller vonstatten geht. So, unsere Heimatstadt Aulis kann uns auch bitte mal Nahrungsmittel geben. Ja, jetzt geht es ein bisschen schneller hier an unserem Heiligtum. So, wir kriegen nochmal Skulpturen geschenkt. 10 Stück später. Und Äthiopien ist dankbar für die Wolle. Gut, hier ist ja Wein, der angenommen wird. Der wird ja komplett verkauft. Da können wir hier Skulpturen noch annehmen. Und dann nehmen wir hier... Ach, wir haben ja noch das Warenhaus mit Weizen. Dann machen wir das anders. Dann... das wir zurücknehmen und hier können jetzt Skulpturen angenommen werden. So. Oh, Lemnos schenkt uns Wein. 16 Amphoren. Das ist aber nett. So, die Skulpturen nehmen wir an. 8 Stück konnten wir annehmen. Ja, sehr schön. Ja, uns fehlt Marmor. Äthiopien, würdest du nochmal uns Marmor geben? Ja, können wir nochmal machen. Ist jetzt verbittert. Na ja, komm, kriegst du ein bisschen Geld. Ja, wir kriegen auch nochmal 18 Weizengaben von unserer Heimatstadt. Ah, sehr schön. Oh, und wir kriegen auch Oliven von Aulis geschenkt später. Okay, ja, die können wir hier annehmen. So. Ja, nehmen wir gerne an. Dankeschön. Ja, dann können wir doch noch eine Olivenpresse bauen. Ja, leider stockt jetzt unser Bau, weil wir keinen Marmor mehr haben. Und wir haben bei Äthiopien auch das ganze Kontingent schon gekauft. Wir müssen jetzt warten, bis das Jahr vorbei ist und hoffen noch auf unsere 6 Marmorplatten, die wir geschenkt bekommen. Ja, 6 Marmorplatten kriegen wir noch. Naja. Und Äthiopien dankt für das Geld, bitteschön. Sind immer noch verbittert. Aufsässig, oh wie frech. Na komm, dann kriegst du jetzt noch ein mittleres Geschenk Wein, dann muss es aber gut sein. So, hier müssen aber jetzt keine Oliven mehr angenommen werden. Ja, ich habe ganz vergessen, dass Sparta ja auch noch Marmor verkauft. Oh, ich wundere mich schon, dass das so lange dauert hier.
Okay, komm, Sparta. Wo können wir dich hinbauen? Wir könnten dich, glaube ich, hier hinbauen. Dann müssen wir den Architekten wegnehmen. Ja, das passt wunderbar. Oh, schon wieder beginnt Troja eine Invasion. Diesmal überhaupt keine Voranmeldung mehr. 1750 Drachmen können wir zahlen. Machen wir. Äthiopien dankt für den Wein. Invasoren bestochen. So, dann müssen wir noch hier unseren Architekten bauen. Und den baue ich jetzt hier hin. So, und jetzt hier, komm, Marmor einkaufen. Ich wundere mich schon, dass das so lange dauert. Oh ja, hier können wir auch Wolle einkaufen. Na komm, hier möchte ich auch noch einen Architekten bauen. Das ist mir sonst ein bisschen zu gefährlich hier. Ja, und Sparta hat schon den Marmor bei uns verkauft. Gott sei Dank geht es jetzt weiter. Da muss man wirklich drauf aufpassen. Ich dachte wirklich, Äthiopien wäre der einzige Handelspartner mit Marmor. Gut, ja, dann haben wir doch einen guten Marmorvorrat jetzt. So, der Arbeitsmarkt sieht gut aus, aber wir brauchen nachher jede Menge Mitarbeiter fürs Heiligtum und auch für unsere Gießereien. Das heißt, wir bauen jetzt hier schon mal das Podium auf. Und die Philosophenschule? Nein, Philosophenschule. Kann hier hin. Oh, da brauchen wir aber einen Architekten für. Ja, das ist mir klar. Beziehungsweise wir könnten das so machen. Dann kann der Architekt hier entlang laufen. Dann tun wir die Sperre so setzen. So, und schon wieder ist das Jahr vorbei. Wir können nicht alle Skulpturen annehmen, aber unsere Drachmen. Ja, und ihr seht, jetzt geht es hier voran. Endlich mit unserem Heiligtum. Ja, und ich glaube, da wird auch schon die letzte Ladung Marmor zum Heiligtum gebracht. Und wir kriegen 14 Marmorplatten von Sparta geschenkt. Oh, wie schön. Und Aulis schenkt uns nochmal Drachmen. Meine Güte, was ist denn hier los? Ja, und unser Heiligtum ist fertiggestellt. Hephaistos ist schon in der Stadt. Wir bauen jetzt mal den Weg hier rum, damit unsere Mitarbeiter von den Gießereien auch an ihre Ressource kommen. So, dann können wir den Weg hier anschließen. Dann müssen wir aber jetzt hier mal eine Sperre bauen. So. Ja, und wir können natürlich auch Talos rufen, der unsere Stadt beschützt. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das jetzt hier am besten bauen. Da baue ich jetzt die Straße so. Und dann bauen wir jetzt die Gießereien. Die sind nämlich jetzt hier freigeschaltet. Und ich denke mir mal, 3 Stück müssten reichen. So, jetzt müssen wir mal eben das Lohnniveau auf hoch stellen. Ja, und ich würde hier jetzt unsere Waffenschmieden bauen. Dafür brauchen wir aber noch ein paar neue Bürger. So, die brauchen Olivenöl. Ja, da stellen wir den auch direkt zur Verfügung. Und wir haben mittlerweile 43 Marmorplatten. Wunderbar, wir können direkt das Heiligtum für Athene schon bauen. Die Laube, die kommt jetzt hier hin, wo unsere Olivenpressen sind. Mal kurz gucken, wie viel Platz haben wir hier? Ja, so machen wir es so, oder? Ja. Aber verkehrt rum.
Dann doch etwas mehr drehen. So. Und Troja will uns wieder angreifen in einem Monat. So. Wunderbar. So, eben hier die Verbindung bauen. Und dann kann es direkt weitergehen. Unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. So, und wir müssen jetzt auf jeden Fall Wolle auch einkaufen. Das machen wir hier bei Sparta. So, und das sieht hier auch sehr gut aus. Jede Menge neue Bürger. Allerdings müssen wir, glaube ich, mehr Nahrungsmittel einkaufen. So, wo können wir denn hier noch was einkaufen an Nahrungsmitteln? Wir können noch bei Millet Weizen einkaufen. Sehr gut. Dann bleiben wir beim Weizen. So, und dann baue ich meine Waffenschmieden noch. So, 1780 Drachmen zahlen wir, um die Invasion zu bestechen. Gut, so, bald können wir sie aber auch dann hier unsere Stadt verteidigen. Ne? So, hier passen 3 Waffenschmieden hin, das müsste reichen. So, reicht denn hier unser Architekt aus? Das muss ich mal eben kurz gucken. Ja, ich glaube, wir bauen vorsichtshalber hier noch einen hin. Ja, das sieht auch nicht so gut aus hier. Na doch. Jetzt geht er da entlang. Gut. Ja, ich möchte schon mal anfangen, das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen zu bauen. Damit wir schon mal ein paar Soldaten haben, das will ich ja hier auf diesem Plateau errichten. Das ist natürlich von der Form ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hier kommt auf jeden Fall die Agroa hin, die können wir schon mal bauen. Diesmal eine große. Passt nämlich hier direkt hin. Und die bestücken wir auch schon. So, und dann kann hier direkt der Architekt hin. Sehr gut. So, ja, und dann versuche ich jetzt mal hier was zu konzipieren. So, ich habe jetzt mal hier so ein L als Straße gebaut. Am Endpunkt dieser Straße haben wir hier natürlich unsere Kultureinrichtung und nochmal den Architekten. So, und hier können wir jetzt versuchen, unsere gehobenen Wohnungen aufzubauen. Wir haben auch noch ein paar Denkmäler. Da sollten wir mal schauen. 2 Stück haben wir. Dann bauen wir doch hier eins schon mal auf. Und ich denke mir mal, hier brauchen wir auch eins noch. Ne? So. Gut. Dann Pausenmodus mal wieder aufheben. Und dann versuchen wir mal jetzt hier welche zu etablieren. Ja, das passt schon mal. Machen wir das so? Ja, und so machen wir das. Wir brauchen Nahrung. Okay. Ja, da müssen wir natürlich jetzt warten, bis die Ressourcen alle entsprechend da sind. So, hier muss aber noch eine Sperre hin und wir brauchen natürlich eine Schauspielschule. Das habe ich vergessen. Die kann hier hin. Dann die Sperre. Also, da geht der Architekt entlang. Warum geht der denn da entlang? Okay. So, wir haben gerade wieder Nahrung eingekauft. Passt das jetzt? Jetzt brauchen wir Olivenöl. Oh, das würde ich jetzt mal nicht mehr verkaufen. Das brauchen wir jetzt tatsächlich für unsere Stadt.
So, dann probieren wir es nochmal. So geht's. Ja, sehr schön. Ja, das habe ich befürchtet. Pergamon wird nämlich angegriffen. Oh, jetzt müssen wir ganz schnell hier gucken, dass wir ein paar Soldaten generieren. So, wir könnten von Sparta mal Wolle fordern. Die brauchen wir jetzt. So, und Aulis kann uns auch noch mal Nahrungsmittel geben. So, 4 hätte ich ja gerne. Gehobene Wohnung. Kann ich hier jetzt noch eins bauen? Ja, Gott sei Dank. So, die 4 lassen wir jetzt mal entwickeln. Und sobald wir ein paar Hopliten haben, schicken wir die nach Pergamon. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung. Allerdings habe ich ja jetzt Nahrungsmittel gefordert. Und Wolle haben wir auch nochmal gefordert. Das müsste passen. Arbeitsmarkt sieht gut aus. Rüstungen werden produziert. Das Einzige, was uns jetzt fehlt, sind Marmorplatten. Und wir müssen noch etwas Holz einkaufen. Das Holz könnte uns Milet doch geben. Ja, danke. Ja, und Hephaistos segnet schon unsere Waffenschmieden. Das ist super. Ja, und Sparta gewährt uns nochmal die Wolle. Nehmen wir an, nur 6 Stränge, das ist noch wenig. 18 Weizengaben von Aulis, sehr schön. Ja, und schon wieder Jahresanfang. Tribute stehen an, aber ich glaube, wir können überhaupt keine Skulpturen mehr annehmen. Aber Drachmen. Gut, die nehmen wir alle an. So, wie viel Holz haben wir denn? Wir haben 4 Einheiten Holz, das ist relativ wenig. Wir kriegen jetzt ja gleich Holz noch geschenkt. Oh, ein Gebäude ist eingestürzt, die Schauspielschule. Ach, das ist doof. Das ist doch blöd mit dieser Sperre hier. So, wir müssen die Sperre dann hier hinsetzen, wenn schon. So. Und Argos schenkt uns noch Fisch, nehmen wir natürlich an. Und wir kriegen 6 Holzbretter von Zyme. Sehr schön. So, Schauspielschule. Gut. Ja, wir brauchen insgesamt 16 Holzladungen. Da müssen wir jetzt Holz einkaufen. Ja, wir kriegen von Zyme Holz. Die sind jetzt verbittert. Ach Gott. Gut, kriegt ein bisschen Geld. So, wo können wir das Pier von Zyme hinbauen? Also, wir könnten es hier hinbauen. Da ist der Weg aber auch sehr weit, oder? Wir können es auch hier hinbauen. Da ist der Weg genauso weit, habe ich das Gefühl. Egal, wir bauen es hier hin. Wir brauchen ja auch noch Holz für unsere Triremen. Übrigens, mit den Triremen können wir Pergamon nicht helfen, weil Pergamon ja im Binnenland liegt. Also wir müssen tatsächlich Soldaten zur Verfügung stellen. So, dann kaufen wir hier jetzt auch noch ein bisschen Holz ein. Ja, und Aulis schenkt uns doch mal Drachmen, 1000 Drachmen, vielen Dank. Ja, ich weiß... Ihr kriegt jetzt gleich Hilfe. Und Zyme Dank fürs Geld. Bitteschön. So, ich musste diese große Agora nochmal neu bauen, um hier eine Sperre zu setzen, weil sonst der Hausierer auch hier immer runterfuhr. Deswegen kauft jetzt gerade hier alle Händler ihre Waren wieder ein. Wir unterstützen aber jetzt hier die Agora, indem wir nochmal 2 Warenlager bauen. Einmal hier und einmal hier. So, dieses Warenlager wird nämlich jetzt Rüstungen fordern. So, 6 Stück. Und dieses hier wird Wein fordern. Und dann geht das hier auch ein bisschen schneller. Das war doof. Ja, ich weiß, dass hier die ganzen Waren wieder neu eingekauft werden mussten. Aber so funktioniert das jetzt besser. Da ist jetzt der Hausierer. Dieses Wohnhaus braucht noch Waffen. Und dann schicke ich meine Soldaten los.
Oh, wir kriegen nochmal Olivenöl. 22 Krüge Olivenöl von Salamis. Oh, das nehmen wir an. Vielen Dank. 20 konnten wir annehmen. So, jetzt hat es hier entsprechend auch Waffen bekommen. Und wir haben auch jetzt 8. Das heißt, eine Kompanie. Schnell jetzt hier die Truppen losschicken. Was anderes haben wir nicht. Vielleicht hilft es ja. Ja, und in der Zeit wird jetzt hier der Tempel gebaut vom Heiligtum der Athene. Hier muss man wirklich relativ schnell agieren. Ja, hat leider nicht gereicht. Das war mir schon fast klar. Und Lyonnesos hat Pergamon erobert. Ach, wie ärgerlich. Naja, gut. Ein Versuch war es wert gewesen. Ja, vielleicht sollten wir jetzt doch noch ein paar gehobene Wohnungen hier aufbauen, weil wir müssen ja Pergamon auf jeden Fall entsprechend zurückerobern. So, die sind gerade zurückentwickelt worden, weil ja die Soldaten wahrscheinlich gefallen sind. So, hier passen 2 noch hin und hier auch. Na, muss attraktiver sein. Haben wir denn noch ein Denkmal? Haben wir. Das kommt dann jetzt hier hin. So. Oh, Pergamon schenkt uns 8 Rüstungen. Oh, das ist nett. Ist zwar jetzt ein Rivale, aber erinnert sich wahrscheinlich daran, dass er mal eine Kolonie von uns war. Ja, wir werden euch auch zurückerobern. So, jetzt haben wir hier 8. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, wir brauchen 17 Arbeiter. Wir können natürlich jetzt hier kein Theater bauen. Beziehungsweise, die haben keinen Zugang zu einem Theater. Wir müssen jetzt wieder ein Stadion errichten. So, das Stadion, bevor ich ein Stadion baue, baue ich hier mal ganz schnell einen Architekten und auch ein Steuerbüro. So. Und noch hier die Prachtstraße noch bauen. Dann können wir nämlich jetzt hier mit der Straße raus. Die besiegten Krieger kehren zurück. Ach, wie unangenehm. So, wir gehen jetzt hier raus. Und bauen jetzt hier das Stadion auf. Da ist es. Oh, das müssen wir noch drehen. Ja, ich denke mir mal so. Pergamon wird feindselig. Was? Meine Kolonie? Wie unverschämt. So, dann brauchen wir hier aber auch noch einen Architekten. Der kann hier hin. So, und dann können sich nämlich jetzt hier die Wohngebäude weiterentwickeln. Ja, und wir sehen hier durch das Stadion und den Wein entwickeln sich jetzt hier die Wohngebiete oder die Wohnhäuser der gehobenen Wohnungen weiter. Vielleicht können wir ja schon entsprechend hier mit den Soldaten Pergamon zurückerobern. So, Troja beginnt wieder eine Invasion. 2375 Drachmen müssen wir zahlen, das tun wir auch. Ich will noch warten, bis wir Athene haben, die unsere Stadt schützt. So, und Verschönerungen müssen wir jetzt hier auch mal bauen. Das machen wir mit Parkanlagen. So. Und die können sich dann jetzt hier gleich weiterentwickeln. Ja, ich glaube, ein bisschen Olivenöl können wir jetzt mal verkaufen. Hier bei Äthiopien. Da haben wir jetzt mehr als genug. Und wir können nachher auch mal Rüstungen verkaufen. Das geht auch. Oh ja, die Skulpturen werden schon aufgestellt bei unserem Heiligtum und wir kriegen 12 Amphoren Wein geschenkt. Und das ist nett. Vielen Dank.
So, die restlichen Skulpturen können wir verschenken. Hier Zyme ist ja treu. Achso, das ist ja nett. Äthiopien ist treu. Die sind alle erfreut. Ja, ich meine, keiner kann Skulpturen gebrauchen, ne? Ah, komm. Zyme, nein, Zyme kriegt jetzt keine Skulpturen, die produzieren sie selber. Milet. Nee, Äthiopien. So, hier. Und dann können wir Milet auch nochmal Skulpturen schenken. So, und dann sind die auch dann weg. So, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wir brauchen jetzt Marmor. Haben wir kein Marmor mehr? Das Kontingent ist aufgebraucht. Und das auch. Ach, wie ärgerlich. Sparta, könntest du uns nochmal Marmor geben? Nein. Ah. Äthiopien. Ja, Äthiopien geht. So, ist verbittert, kriegt aber gleich Skulpturen. Ja, unsere Stadtkasse ist ganz schön geschröpft worden. Das war aber auch jetzt hier nötig. Wir mussten relativ schnell hier aufbauen. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Und hier seht ihr, wie schnell jetzt der Waffenhändler seine Waffen bekommen kann. Das heißt, wir können hier relativ schnell aufrüsten. Ja, und dann sehen wir, wie unser Wohngebiet sich weiterentwickelt hat. Sehr gut. Ja, ich baue noch eine Waffenschmiede. Ich denke mir mal, das könnten wir uns leisten mit den 3 Gießereien. So. Ja, und wir sollten vielleicht schon die erste Trireme bauen. Hier passt eine hin. Ja, bauen wir hier die erste auf. Wer ist der Nächste? Ah, wir kommen hier nicht raus. Oh, das ist doof. Ja, und schon 2000 Einwohner in unserer Kolonie. Ich komme hier nicht raus mit dem Weg. Ach, das ist aber jetzt ärgerlich. Nee, das geht nicht. Okay. So, wie sieht es hier aus mit Tririmen? Ach, das ist aber echt doof hier. Oh, wir kriegen nochmal Drachmen von Salamis geschenkt. Sehr schön. Und Äthiopien, Dank für das Geschenk. Bitte, und Milet auch. Habe ich doch gern gemacht. Und wir kriegen nochmal 6 Marmorplatten. Sehr schön. So, das heißt, wir müssen auch jetzt nicht mehr so viel Marmor einkaufen. Wir brauchen eigentlich nur noch eine Platte. Es ist Dezember. Dann brauchen wir hier keinen Marmor mehr einzukaufen. Und hier kaufen wir nur noch, ja komm, kaufen wir 5 noch ein. Und wir kriegen nochmal Wein geschenkt von Lemnos. 14 Amphoren nehmen wir an. Ja, und das habe ich jetzt befürchtet. Jetzt wird Zyme angegriffen. Ach, und ich wollte doch noch eine Tririme zur Verfügung stellen. So, Zyme zahlt Tribut, das nehmen wir alles an. Pergamon haben wir ja nicht mehr. So, das muss jetzt hier weg. Ich muss hier tatsächlich jetzt meine Tririmenhafen bauen. Oh, der passt hier nicht hin. Ich glaube es ja nicht. Oh, Mann! Okay, bauen wir hier hin. Es war ein weiter Weg. Ja, dann machen wir das Pier wieder aufbauen. Ja, ich weiß. So, Zyme kommt wieder hier hin. Kaufen wir wieder Holz ein. Und wir kaufen noch ein bisschen Bronze ein. Ne, brauchen wir glaube ich doch nicht. Alle Waffenschmieden haben jetzt Bronze. Nö. Dann lassen wir das mit der Bronze. Habe ich schon eingestellt. Gut. Sie haben mich provoziert, Sie triefnasiger Trottel! Bereiten Sie sich darauf vor, mit dem Ares die Klinge zu kreuzen! Oh, Ares greift an. Wie anstrengend. Da ist er. Und Athene ist noch nicht da. Uns fehlt tatsächlich eine Marmorplatte. Das kann doch nicht sein.
Oh Gott sei Dank, da kommt jetzt Marmor. Und den brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Naja, vielleicht hilft es noch. Oh nein, er hat mein Heiligtum der Athene beschädigt. Ach, jetzt kriege ich Marmor von Sparta geschenkt. Na, vielen Dank. Und wir kriegen auch nochmal Drachmen geschenkt. So. Oh, das wird echt knapp hier. Oh, Hephaistos kämpft gegen Ares, aber ich glaube... Ares schikaniert Hephaistos, ist ja nett ausgedrückt. So, aber das Heiligtum der Athene ist fertig. Und da ist auch Athene schon. Vielleicht kämpft sie direkt gegen Ares. Ja, wunderbar. Mach ihn nieder. Athene zerschmettert Ares. Das ist sehr gut. Oh, das war jetzt wirklich knapp hier gewesen. Meine Güte. So, die Kunsthandwerkergilden können weg. So, und dann bauen wir das jetzt hier ein bisschen anders. Nämlich so. Ein Loop. Dann können jetzt hier die beiden Landarbeiterlager hin. So. Ne, so können wir sie bauen, das passt besser. Dann können wir hier noch verschönern. So, dann können wir jetzt Oliven auch selber produzieren und Athene schützt unsere Stadt. Die Trireme wird gebaut, das ist gut, dann können wir nämlich gleich hier entsprechend Zyme helfen. So, dann baue ich jetzt hier eine Brücke. Ja, geht auch. Doch, hier geht es. Oh, das wird aber hier echt eine komplizierte Geschichte. So, später. Ich muss warten, bis meine Trireme fertiggestellt ist. Gut, sie ist fertiggestellt. Wunderbar. Wir werden jetzt alle anwerben, die wir haben. Und schicken die jetzt los, Zyme zu schützen. Ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Armee hier aufgebaut. Ja, wir gucken mal, was wir noch an gehobenen Wohnungen wir hier aufbauen können. Erstmal brauchen wir Verschönerungen. So, und dann könnte doch hier, glaube ich, noch eins hin. Ja, hier auch. Ah, wunderbar. So, und hier. Ja, das war's. Hä? Ich habe doch gerade schon Leute losgeschickt. Das ist jetzt interessant, das verstehe ich nicht. Abbrechen. Oder werden sie nochmal angegriffen? Kann natürlich auch sein. So, wir brauchen weitere Verschönerungen. Verstehen tue ich das jetzt nicht hier. Ja, damit haben wir, glaube ich, hier jede Menge gehobene Wohnungen. Wir können ja auch Pferde zur Verfügung stellen. So, hier können wir jetzt noch einen Triremenhafen bauen. Ja. Ich glaube, 3 Triremenhäfen möchte ich gerne haben. Ob wir die noch irgendwo unterkriegen, müssen wir mal schauen. So, hier passt alles. Ups. Was war jetzt gerade das? Ja, Zyme schätzt sie mehr. Okay, unsere Truppen waren stark genug, aber ich habe trotzdem hier nochmal Zyme. Müssen wir die gleich nochmal losschicken, wenn sie wieder da sind. So, unsere Stadtkasse erholt sich jetzt auch wieder. So, für Achill brauchen wir, glaube ich, auch Olivenöl. Von daher werde ich jetzt Olivenöl mal nicht weiter verkaufen.
Oder war das Wein gewesen? Das ist jetzt die große Frage. Wir könnten ja auch Wein mal eben kurz nicht verkaufen. Unsere Stadtkasse sieht ja jetzt eigentlich ganz gut aus. Und ich würde jetzt gleich noch das Pier von Argos bauen. Und wir können den Marmor verkaufen und später auch Rüstungen. So, das muss ich jetzt tatsächlich hier hinbauen. Aber ich habe keinen Platz für weitere Tririmen, stelle ich fest. Ja, hier ganz im Westen können wir noch Tririmenhäfen bauen. Okay, gut, dann ist das in Ordnung. Dann können wir jetzt hier tatsächlich noch das Pier von Argos bauen. Das schließen wir dann so an. Und da brauchen wir natürlich auch noch einen Architekten. So, und dann können wir hier auch dann schon den Marmor verkaufen, den wir noch übrig haben. Und wir brauchen Verschönerungen. So muss das aussehen. Ja, später. Ich muss warten, bis meine Soldaten da sind. Die siegreichen Krieger kehren zurück. Das ist ja schön. Ich glaube, die Trireme müssen wir, glaube ich, erstmal reparieren, oder? Wie sieht es denn aus? Undicht auf dem Rückweg. Tja. Warten wir nochmal. Augenblick. So, da kommen gerade die Trireme. Lassen wir die jetzt eben noch reparieren. So, ist repariert. Okay, dann schicken wir nochmal alle los. Okay, dann nochmal los. So, Troja beginnt eine Invasion in 3 Monaten. Wir haben zwar keine Soldaten, aber wir haben Athene, wir haben auch Talos und wir haben unser Fußvolk. Wir werden jetzt mal kämpfend unsere Stadt verteidigen. So, Arbeitsmarkt verheerend. Gehen wir nochmal auf sehr hoch. So, und wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Wir kaufen hier bei Argos noch schnell Käse ein. Und bitten unsere Heimatstadt um nichts. Die ist nämlich verbittert. Oh Gott. Na gut, dann ist es so. Salamis. Ja, Salamis kann uns Nahrung schicken. Dankeschön. Ja, in einem Monat wird uns Troja angreifen. Und Zyme schätzt uns mehr. Wir haben nochmal Zyme retten können mit unseren Soldaten. Wir sollten jetzt mal ein Safe Game machen. Bei der Schmiede des Hephaistos zu Hephaistos beten. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt Troja uns entgegenstellen. So, wir könnten uns mit 2375 Drachmen freikaufen. Wir kämpfen jetzt mal. Wir haben zwar kaum Soldaten, aber egal. So, Salamis gewährt uns noch den Fisch. Nehmen wir an. Vielen Dank. So, wo greifen Sie an? Ah, hier. Und Athen ist schon zur Stelle. Okay. Ja, Jahresanfang. Nehmen wir alles an, was wir annehmen können. So, dann werden wir unser Fußvolk mal entsprechend hier positionieren. Und zwar hier. So. Dann rufen wir die auch schon direkt. So, und da ist auch schon Athene. Macht alles nieder hier. Und Talos ist auch schon da. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. Naja, die müssen sich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen hier. Aber ich glaube, die beiden sind da schon ganz schön fleißig zugange. So, ihr könnt die schon mal angreifen hier. Ja, und die Invasionsstreitkräfte wurden vernichtet. Sehr gut.
Ja, die paar Trojaner sind auf der Flucht. Na, wie unverschämt. Habt ihr das gesehen? Zerstört mir einfach hier ein Wohnhaus der gehobenen Wohnungen. Und wir kriegen nochmal Drachmen von Aulis geschenkt. Das ist interessant, die sind nämlich verbittert. Naja. Gut, ja, ihr könnt alle zurück. Ja, da wird gerade noch der Rest der Trojaner niedergemacht. Ja, die Trireme sind wir zurück. So, dann können wir euch schon mal hier zurückschicken. Da wird jetzt die nächste Trireme gebaut. So, wir haben keine Waffen mehr. Wir produzieren zwar noch jede Menge. Was ist mit euch? Ach, fehlt Kultur. Ja, das wird sich jetzt gleich wieder ändern. So, die zweite Trireme ist auch fertiggestellt. Ja. Und hier auch zurück. Gut. Gut, ich baue doch noch eine Waffenschmiede. Wir brauchen jetzt wirklich jede Menge Waffen. So, und dann kaufen wir hier noch ein bisschen Bronze ein. So, wie sieht es bei unseren Zielen denn aus? Also wir haben die Hopliten und wir haben Zyme, die wir regieren. Und wir müssen jetzt noch Hektor niederstrecken, den Quest erfüllen und Lyonnessos regieren. Oh, doch noch einiges hier. Ach nee, also keine Skulpturen mehr. Danke, Pergamon. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Ja, aber Pergamon sollten wir auch zurückerobern. Ja, da warten wir noch ein bisschen. Und vor allem möchte ich jetzt gerne noch einen Pferdehof bauen. Nein, keine Waffenschmiede. Einen Pferdehof. Der passt hier hin. Ja. So, und auch den Pferdeausbilder. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben keine Viehzucht, das stelle ich jetzt gerade fest. Natürlich versorgen sich die Priester mit Lebensmitteln aus dem Silo. Ich wundere mich schon, dass wir immer so ein leeres Silo haben, klar. Aber wir kaufen jetzt auch noch Käse ein. So, denke mir mal, das sollte jetzt passen, obwohl das Silo wieder mal leer ist. Ja, und dieses Wohngebiet hat sich maximal entwickelt. Das ist jetzt unser Arbeitspotenzial, was wir noch haben. Das heißt, wir können gar nicht mehr so viel machen. Ja, das Lohnniveau ist auch sehr hoch. So, und ich wollte ja noch einen zweiten Pferdehof bauen. Dann müssen wir mal gucken, ob das passt. So, wir könnten noch mal Salamis bitten, uns Nahrung zu geben. Da sind die auch gleichgültig, auch egal. Oh, Mykene schenkt Wein. 11 Amphoren. Nehmen wir gerne an. Vielen Dank. So, das haben wir aber auch, glaube ich, die Warenlager bald voll mit Olivenöl und Wein. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht, was Achill noch braucht. Aber Olivenöl könnten wir jetzt mal ein bisschen verkaufen. Hier bei Äthiopien verkaufen wir jetzt mal etwas Olivenöl. Ja, das sieht doch gut aus. Eine Wohnung der gehobenen Wohnung muss noch weiterentwickeln. Troja beginnt eine Invasion in 3 Monaten. Mal wieder. Mykene welkt dahin. Das ist nicht schön. Die Stadt wurde isoliert und vom Rest der Welt abgeschnitten. Ja. Hier sehen wir Mykene wieder keine Möglichkeit des Handelns. Oh. Wie schade. Aber wir hatten aber auch, glaube ich, kein Pier von Mykene gebaut. Gut, ja, wir werden jetzt den Angriff von Troja mal wieder versuchen, kämpfen zu verteidigen, beziehungsweise nein, wir machen das anders. Wir werden jetzt erstmal Pergamon wieder zurückerobern. So, ihr könnt alle los. Weil da kann man nämlich jetzt wieder Rüstung einkaufen. Das habe ich ganz vergessen, weil wir brauchen ja noch jede Menge Rüstungen hier, wenn wir weiter unsere Triremen bauen wollen.
Oh, das eine Wohnhaus hat jetzt Gott sei Dank auch Waffen bekommen. Sehr schön. Und dann werden wir uns nämlich freikaufen. So, wir haben noch 2 Denkmäler. Und setzen wir hier hin. No, wir haben sogar noch ein Zufriedenheitsdenkmal. Und Salamis gewährt uns nochmal Fisch. Oh, Gott sei Dank, also die Nahrungsmittelversorgung ist ja wirklich eher mau, das muss man sagen. So, wir haben auch genug Holz. Das brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Und dann machen wir das so. Hier können Rüstungen angenommen werden. Hier nur Holz. Und hier haben wir Skulpturen. Okay. Ja, ich baue doch noch das Pier von Salamis. Das kann hier hin. Wir müssen noch etwas Nahrungsmittel einkaufen. Fisch. So, dann kann hier die letzte Trireme hin. Ja, ich weiß. So, und dann reicht das auch jetzt hier. So, und dann bauen wir das etwas anders. Ja, 5000 Drachmen dürfen wir jetzt zahlen. Die wussten ganz genau, dass wir hier keine Soldaten haben. Das machen wir jetzt. Ja, ich weiß. So, ich wollte das etwas anders bauen hier. Nämlich so. So, wir kriegen wieder Tribute. Oh, wir kriegen Holz geschenkt. Das ist aber nett. Von Zyme nehmen wir an. Ja, und Wein können wir jetzt auch mal wieder verkaufen. Ach, ich sehe gerade, wir können ja bei Milet auch Rüstungen kaufen. Dann machen wir das doch mal. Und wir haben Pergamon erobert. Wunderbar. Und wir kriegen Bronze geschenkt. Oh, später. Ja, komm. Hier dieses Warenlager für Rüstung kann auch Bronze annehmen. Also 10 Einheiten. Und Sparta schenkt uns nochmal Rüstung. 9 Rüstungen nehmen wir an. Vielen Dank. Bronze nehmen wir auch an. Ja, und die siegreichen Krieger kehren zurück. Wunderbar. Ja, und Pergamon schenkt uns nochmal 8 Rüstungen. Das ist sehr schön. Rüstungen brauchen wir. Die können wir mal nachher auch verkaufen, wenn wir unsere Soldaten alle ausgebildet haben. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen unser Heiligtum hier verschönern. So, Lemnos kann uns auch nochmal Nahrungsmittel zur Verfügung stellen. Wir haben nämlich hier schon eine Rückentwicklung. Wir haben zu wenig Nahrungsmittel. Das ist echt ziemlich doof. Grüße, sterbliches Wesen. Nur Sie haben den Mut, um meinen Quest zu erfüllen. Ja, wir kriegen den Quest gestellt. Pfeil und Bogen. Grüße, sterbliches Wesen. Wer sonst hätte den Mut, meinen Quest zu erfüllen? Um Achill davon zu überzeugen, an der Seite ihrer Streitkräfte zu kämpfen, müssen sie den Helden mit den besten Waffen ausrüsten. Der Bogen und der Pfeil des Herkules, die ich, Hephaistos, angefertigt habe, sind genau die Waffen, um Achill daran zu erinnern, wie sich ein echter Kampf anfühlt. Schicken Sie den Helden, um sie zu suchen. Okay, der Quest des Hephaistos. Gut, dann bauen wir jetzt mal ganz schnell die Heldenhalle. Die ist ja jetzt hier freigeschaltet. So, die kann hier zum Stadtpalast. Da passt sie, glaube ich, ganz gut hin. Ja, so. Und was brauchen wir? 32 Rüstungen brauchen wir. Und den Wein haben wir ja jetzt schon entsprechend. Und wir haben 22 auf Lager. Wir werden dieses Warenlager jetzt hier mal erhöhen. Auf 12. Damit wir hier Platz haben. So, hier kann auch noch Waffen angenommen werden. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, dieses Warenlager. Ja, das kann jetzt erstmal noch Rüstungen annehmen. Das können wir aber nachher auch abreißen. So, Hephaistos ist auch schon fleißig daran, unsere
Waffenschmieden zu segnen. Ja, und wir sollten dann Rüstungen mal eben kurz hamstern. Oh, wir haben schon 34, 35. Ja, dann können wir doch Achill schon rufen. Wunderbar. So, jetzt können wir aber auch Rüstung mal etwas verkaufen. Hier bei unserer Heimatstadt. Ja, ich weiß. So, und dieses Warenlager können wir tatsächlich abreißen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das stellen wir auch wieder ein, dass nur 6 angenommen werden. Und Lemnos gewährt uns noch den Fisch, 12 Körbe. Vielen Dank. Ja, das ist auch jetzt dringend nötig. Hier, die Rückentwicklung ist nicht so gut. So, wir können Olivenöl wieder verkaufen. Das verkaufen wir schon, aber Wein können wir auch noch verkaufen. Ihr Versuch, den furchterregenden Achill herbeizurufen, ist von Erfolg gekrönt. Ja, Achill erreicht unsere Stadt just in time, denn Hektor greift unsere Stadt an. Wow. So, wo ist Achill? Da kommt er. Und wo ist Hektor? Ja, Hektor habe ich jetzt nicht entdeckt. Ach so, vielleicht sollte man ja auch mal genauer lesen, dass Hektor in 2 Monaten kommt. Okay. Dann schicken wir Achill noch nicht auf den Quest. Warten wir, bis Hektor uns angreift. Dann kann sich Achill darum kümmern. Machen wir es ihm noch ein bisschen schick hier mit seiner Heldenhalle. So. Ja, der Arbeitsmarkt ist immer noch echt schlecht. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen reduzieren. Also hier kommt schon mal eine Waffenschmiede weg. Eine Olivenölpresse kommt hier auch weg. Ja, und Troja beginnt in 3 Monaten eine Invasion. Und Hektor greift in einem Monat an. Jawohl, kann er gerne machen. Wird er entsprechend gebührend empfangen. So, die Nahrungsmittelversorgung hat sich auch ein bisschen gebessert. Ja, wir brauchen aber definitiv noch einen zweiten Pferdehof. Sonst dauert das so lange. Der kann noch hier hin. Gut, dann machen wir hier noch Verschönerungen hin. So, jetzt ist soweit. Hektor greift die Stadt an. Wo ist er? Da. Und Salamis schenkt uns Drachmen. Ja, danke. So, ja, dann kann sich Achill direkt darum kümmern. So, jetzt macht er sich auf den Weg in unsere Stadt. Wo ist Achill? Ah, da ist er. Ach nee. Gerade aufgebaut. Was soll das denn? Achill, wo gehst du denn hin? Du gehst in die verkehrte Richtung. So, Troja beginnt eine Invasion in einem Monat. Aber ich möchte jetzt erstmal hier Hektor besiegt wissen. Oh, wir haben keinen Platz mehr für Skulpturen. Ich weiß, aber die Drachmen nehmen wir an. So, kommt ihr beiden, jetzt aber. Wir haben Hektor besiegt, wunderbar. Dann können wir jetzt diesen einen Pferdehof wieder aufbauen. So, dann positionieren wir unsere Krieger mal jetzt wieder. Ja, wir werden unsere Stadt kämpfen, verteidigen. Und Argos schenkt uns nochmal Fisch. Ja, danke schön. So, ihr könnt hier mit hin. Auch direkt rufen. Ja, ich weiß. Und kriegen wir nochmal Talos. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. vielen Dank.
Ja, und Achill haben wir ja auch noch. Der macht sich schon auf den Weg. So, Talos ist auch schon auf dem Weg. So, dann könnt ihr mal hier rüber. Mein Gott, wir kriegen immer Geld geschenkt. Das ist aber nett hier. Okay, sie greifen jetzt von da an. Okay, dann machen wir das anders. Oh wow, das ist doch eine große Armee hier. Wir kriegen Olivenöl von Salamis geschenkt später. Militärabbau in Lyonessas. Das hört sich gut an. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die Trojaner bekämpfen. So, euch habe ich irgendwie ein bisschen verkehrt hier hingestellt. Kann das sein? Ja, ich glaube ja. Ja, das ist besser. Ja, und wir haben die Trojaner wieder vernichtend geschlagen. Wunderbar. Oh Gott, und Troja beginnt schon wieder eine Invasion in einem Monat. Ja, das Olivenöl nehmen wir jetzt nicht an. Da haben wir genug. So, wir schicken erstmal alle wieder zurück. Und dann schicken wir unseren Helden jetzt erstmal auf den Quest. Ja, und dann werden wir uns auch jetzt mal freikaufen nochmal. Wir müssen jetzt erstmal alles hier entsprechend aufrüsten und dann werden wir ganz zum Schluss noch Lyonessas angreifen. Aber da brauchen wir jetzt noch mal ein paar mehr Pferde. Ja, 5000 Drachmen, die zahlen wir jetzt mal. Unsere Stadtkasse ist gut gefüllt. Sie waren erfolgreich und haben sich unter den Göttern einen Namen gemacht. Ja, wir haben erfolgreich den Quest des Hephaistos erfüllt. Achill hat Pfeil und Bogen zurückgebracht. Sehr gut. Oh, und jetzt greift Aphrodite an. Oh nein. Wo ist sie? Ach, da. Da ist sie schon. Aber da ist auch Athene. Ja, geht's direkt los. Ja, Aphrodite macht sich sofort wieder aus dem Staub. Das ist sehr schön. So, wir können ja jetzt die große Statue des Hephaistos bauen. Die baue ich hier hin. So. Ja, das finde ich schick. Und dann können wir hier noch ein Siegesdenkmal bauen. So. So. Ja. Und dann habe ich wieder die Möglichkeit, es wieder schick zu machen. Ja, wir müssen jetzt nur noch Lyonessas regieren. Da war ja ein Militärabbau gewesen. Da ist Lyonessas. Ja, ich glaube, da sollten wir doch jetzt einfach mal versuchen, sie anzugreifen. Wie sieht unser Militär denn aus?
Ja, da haben wir jetzt 2 ganze Kompanien Reiter und 4 Kompanien Hopliten und wir haben 3 Triremen und wir haben tatsächlich ja auch noch Achill. Ja, dann machen wir das doch. Wir greifen jetzt entsprechend Lyrnessos an. So, dafür müssen wir die Triremen bemannen. So, Lyrnessos, da ist er. So, Äthiopien kann schon mal einen Militärschlag durchführen gegen Lyrnessos, ja. Ja, und wir werden alles anwerben, was wir haben. Zyme kommt mit und dann schicken wir die los. Dann hoffe ich mal, dass wir Lyrnessos erobern und somit diese Kolonie-Episode erfolgreich abschließen können. Ja, wir kriegen ja schon die Mitteilung, dass eine Streitmacht gen Lyrnessos marschiert. Ja, das sieht doch alles sehr gut aus. Mir gefällt das. Wir haben eine sehr schöne Stadt hier aufgebaut, das muss man sagen. Da war eine Bank zerstört worden. So, ihr könnt, glaube ich, wieder mal zurück, alle. Ja, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir jetzt Lyrnessos tatsächlich erobern. Ja, mit einem Blick auf unsere Kolonie Tenedos beenden wir jetzt sehr zuversichtlich diese Episode. Ja, der Militärschlag gegen Lyrnessos von Äthiopien war erfolglos, aber ich hoffe, wir sind es nicht. Tenedos ist ein mächtiger Militärstützpunkt geworden, der ihnen gewiss helfen wird, Troja zu erobern. Agamemnon wird bleiben, um einige militärische Einsätze zu leiten, obwohl in seiner eigenen Stadt unter der Herrschaft seiner Frau Klytämnestra das Chaos herrscht. Gerüchten zufolge hat sich Klytämnestra sogar einen Liebhaber zugelegt und unterstützt den Krieg nicht mehr. Als einer von Tenedos ersten Triumphen wurde die Stadt Lyrnessos eingenommen. Die Stadt erlitt große Verluste durch die Eroberung, ihre Verteidigung ist geschwächt. Nun ist es an der Zeit, nach Aulis heimzukehren. Ja, diese Episode haben wir erfolgreich abgeschlossen. Sie war wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und auch schwer. Aber letztendlich haben wir es geschafft und wir kehren für die letzte Episode unseres Abenteuers, der Trojanische Krieg, zurück nach Aulis, um nun endgültig Troja zu besiegen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.